Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen beim heutigen Unboxing. Heute haben wir etwas ganz Spezielles, und zwar einen Doku-Bausatz von Melter. Anscheinend hat es da alles drin, was man braucht, um ein Doku zusammenzubauen. Mal schauen, ob das stimmt. So, dann güchseln wir doch gerade mal rein. Und in der Box drin sind ein Umschlag mit Lieferschein, 8 Charaktere, Beweismaterial, ein Zeitsphinx mit 100 Jahren Zeit, Werkzeug, ein Megafon, eine Sirene, ein Katzenstressball, getrocknete Bananen aus Thailand, ein Pflänzli und ein Schloss. Es hat auch einen Sicherheitshinweis dabei. Bei schweren Themen wird vorgewarnt. 40 Sekunden vorher kommt die Einblendung da, damit du rechtzeitig kannst reagieren, wenn du das Thema nicht vertreibst. Es steht auch, wie lang es geht, damit kannst du einen Timer stellen oder an die richtige Stelle skippen. So, jetzt aber genug Einleitung, gehen wir zu unseren Charakteren. Wir starten gerade mal mit der Ima. Sie ist 103 Jahre alt. Geboren ist sie im Kantonsspital Winterthur. Die Mutter ist dann ins Spital. Sie hat das Gefühl gehabt, es komme gleich jemand. Und dann haben sie aber ihr gesagt, ja, das geht noch lang. Und sind verschwunden. Und die Mutter hat mich im Spital mausbeileibe geboren. Es war niemand herum. Und dann hat sie gerufen, jetzt ob endlich jemand schauen kann. Es hat sie gerufen, muss sie zuerst brüllen. Und dann hat er gesagt, was sie? Ja, sie ist ein Mädchen. Und dann sind sie gekommen. Eben im Spital und doch alleine geboren. Eben, das war auch schon ein Erlebnis. 129 ist in der Schweiz zum ersten Mal das Frauenstimmrecht vorgeschlagen worden. Ihre Petition mit 300'000 Stimmen. Man war halt, wenn man frei hatte, auf der Straße hat 3 Striche gezogen, hat Völker gemacht miteinander. Man hat einfach ein ganz normales Leben gehabt. Die Mutter war ja auch von da oben, dann ist man da immer heuen und ämden. Und die Mutter hat immer gesagt, wir gehen heim. Und für mich war das einfach Heimat. Hey. Dann haben die Bauern immer ein bisschen Ähre, also die haben die nicht sauber zusammengenommen. Dann konnte man Ähre lesen. Und dann hat es im Sennhof, das ist gerade die erste Gemeinde nach Seen, dort hat es noch eine Mühle gehabt. Und dann konnte man dort das Getreide mahlen lassen. Und dann haben wir Mehl für uns, das wir selber zusammengesucht haben. Man darf sich selber nicht zu wichtig nehmen. Das ist eben auch das. Man ist einfach ein Teil vom Ganzen. Für mich ist die Religion doch ein guter Halt und eine Grundlage, die das Leben formt. Das heisst, wo mir das Leben in eine Ordnung bringt und mir im Moment den Weg zeigen. Aber ohne zu frömmeln. Du musst nicht immer den Heiland im Maul haben. Oder? So, jetzt ist einfach mehr äußerlich, aber innerlich muss man spüren, dass man eben geführt ist.
Und was ich halt sehr, sehr schätze im Nachhinein, dass auch damals schon mein Vater gefunden hat, auch ein Mädchen muss einen Beruf lernen. Man weiss nie, wie man ankommt im Leben. Besonders weil ja vorher ein Krieg war und man gesehen hat, was da in einer Welt alles sich verschieben kann und so. Mein Berufswunsch war, Brücken bauen. Denn das hat mich so interessiert. Das habe ich einmal gesehen von einem Lehrer, der das gezeigt hat, wie man diese Brücke gebaut hat. Und interessant hat mich gedacht, der letzte Stein, den man oben legt, der hebt alles zusammen. Und das hat mich einfach so fasziniert. Ich bin auch, ja, da bin ich etwa 15 glaube ich, ungefähr, ich weiss nicht mehr genau, einfach so in dem Alter. Der Krieg war schon, aber zu Rapperswil haben sie hier den Damm gebaut über den See. Vorher, selbst noch Rapperswil, das Häuschen, wo einfach nur ein Steg über war. Und dann haben sie eine rechte Strasse gebaut über. Und das hat mich so interessiert, dass ich von Winterthur mit dem Velo auf Rapperswil gesagt habe, ich will schauen, wie wir so was die machen. Dann hat es lauter so Betonpfähle gehabt, die sie hier hatten. Und dann hat es hier so komische Löcher in dem Ding. Und dann haben sie gesagt, die Löcher sind zum Sprengen. Also hat man gebaut und gleichzeitig Sprenglöcher gemacht, dass, wenn wir in Gefahr kommen, dass wir es gerade wieder weg können. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Man baut trotzdem, man macht vorwärts. Also wenn ich ein Bub gewesen wäre, hätte ich gewusst, wo. Also dort mal wäre das Mädchen gar nicht hergekommen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Es war auch so in der Kantonsschule. Es hat das Mädchen sehr gute Noten müssen machen, bis es im Gymnasium angekommen ist. Und sonst ist einfach das Mädchen in die Basic gegangen. Das heisst, in die Mädchenschule, die Hörtöchterschule, hat man auch gesagt, oder? Aber es sind halt einfach die Unterschiede da gewesen. Auch in der Ausbildung, was männlich ist und was weiblich ist. Und darum habe ich auch anstatt Lehrerin Handarbeitslehrerin gelernt, weil es dort keinen männlichen Partner gegeben hat und ich eher eine Stelle bekommen zum Arbeiten. Also dort hat man schon nach dem Prinzip, dass man eben rechnen muss, dass der Mann zuerst drankommt und dann die Frau und dass eben der Mann für eine Familie schaut. Und eben als alleinstehende Frau ist man eben dann, ich sage jetzt gerade so, auf die Seite gestellt gewesen. Schaffen, steuern, aber nicht mitbestimmen. 1959 haben das ein Drittel der stimmenden Männer auch unfair gefunden. Bei den anderen 2 Drittel waren es etwas langsamer und haben mehr Zeit gebraucht, um die Veränderungen in der Geschlechterrolle zu verstehen. Dann die Handarbeit, die war früher eben schon aufs Nötige eingestellt gewesen. Und nachher ist es mehr, hat sich verändert in dem, was man will, was man braucht, was es bringt. Und dann sind ja auch die Buben reingekommen, hat wieder einen anderen Lehrplan gebraucht. Und dann ist für mich einfach die Situation, das neu anpassen, ist für mich dann eine Aufgabe geworden. Und dann zum Beispiel hat auch ein Vater mir gesagt, kommt nicht in Frage, dass mein Bub Weiberarbeit macht. Eben. Und auf die andere Seite hat man wieder gefunden, Buben müssen auch handwerklich etwas sein. Und dann war es einfach so, dass dann auch dann der Krieg gekommen ist. Und dann mussten ja die Männer in den Dienst. Und dann mussten eigentlich die Frauen den Alltag übernehmen. Und das hat dann eigentlich eine Wandlung gebracht
in der Stellung auch von der Frau, in dem, dass man Sachen machen musste, wo sonst der Mann gemacht hat, oder was sein Revier war. 1971, nach einem langen Kampf im internationalen Vergleich peinlich spät, ist dann das Frauenstimmrecht an der Urne angenommen worden. Und darum war es für mich auch wichtig, dass es Leute hatte, die gekämpft haben für die Frauenrechte und für das Frauenstimmrecht. Das war für mich enorm wichtig, dass man einfach... Und dann noch vor allem, dass man das Fräulein abgeschafft hat. Dass man einen nicht von Anfang an schon abgestuft hat, sondern zuerst einmal für voll genommen. Und dann, wenn man ja geredet hat miteinander, hat man einem gesehen, ob man einen muss abstufen oder ob man einem doch ein bisschen mehr verfolgen. Also die Situation war, dass das Flüchtlinge sind, die in die Schweiz gekommen sind. Und dann haben die verschiedenen Gemeinden dann einfach Leute aufgenommen. Und in dieser Gemeinde, wo ich hier Schule gegeben habe, hat es Polen gegeben, die gekommen sind. Und es hat vorher Franzosen gegeben, es hat dann aber immer noch gegeben. Es hat immer wieder neue Situationen gegeben, wenn wieder etwas passiert ist an der Grenze, sei es mit den Flügen auch und so. Ich hatte noch lange noch brieflichen Kontakt mit den einen und so. Eben weil man einfach durch die Situation zusammengekommen ist. Also mich denkt auch, dass man denen geholfen hat und dass sie kommen konnten, ist wertvoll gewesen. Und dann haben wir natürlich noch die Juden gehabt, die ausgesetzt worden sind. Da hat es auch ein Judenheim gegeben. Und dann hat man in der Gemeinde, wo ich hier war, hat man alte Lindtücher gesammelt. Und ich hatte 7 Mädchen. Mit denen bin ich dort rüber, ins Haus rüber. Und dann haben wir die Lindtücher so zusammengesetzt, dass sie ja nicht drucken und so. Zusammen habe ich es verschnitten. Und die eine Schülerin hat an der Maschine gedreht, das war noch so eine. Aber das hat einen Zusammenhalt gegeben. Und ich weiss noch, wie meine Schüler Freude hatten, dass sie das machen können. Und wir sind mit dem Velo rübergefahren und wieder heim und wieder rübergefahren. Und sie haben das schön gefunden. Da hat man gesehen, dass sie auch etwas erwirken können. Und wenn es nur war, Lindtücher zusammensetzen, dass die Leute recht ins Bett liegen können. Gemeinsam etwas bewegen. Diese Idee wird uns auch bei unserem nächsten Charakter antreffen. Bühne frei für die Irene. Also ich bin Irene. Ich bin am 24. August 1963 hier im Kantonsspital Winterthur auf die Welt gekommen. Mein Vater hat auf einer Bank gearbeitet und meine Mutter ist gebürtige Dänin. Also ich habe 2 Heimatbeine. Einerseits in der Schweiz und andererseits in Dänemark. Ich wohne in Seen, ich bin geschieden, habe 4 Kinder und wohne in einer WG mit meinem jüngsten Sohn, der vom Autismus-Spektrum ist. Und ich bin Sozialpädagogin und Eltern- und Familiencoach. Ja, und habe im Laufe der Jahre so manches Papier gesammelt. Winterthur ist für mich ein klares Stück Heimat und ich habe immer wieder ein befremdendes Gefühl, wenn ich lese, wie viele Einwohner das die Stadt Winterthur hat. Für mich ist das wie ein grösseres Dorf. Und ich geniesse die Vielfältigkeit, vor allem seit ZHW auf Winterthur gekommen ist. Auch die Mischung der Generationen und merke auch, wenn ich
im Ausgang bin oder auch in Ausstellungen bin, wie ich durchaus ganz eng auch mit Menschen jüngeren Alters in Kontakt komme. Und das Zusammenspiel, das finde ich mega cool und kenne ich vielleicht noch in Kopenhagen, ansatzweise vielleicht auch in Berlin, aber sonst ist es für mich völlig eigen. Das macht für mich Winterthur aus. Ich bin mega gern in den Wäldern. Ich bin gern in den Tös. Ich laufe gern von Sennhof auf Tös, den Tös entlang. Vor allem auf der Kiburger Seite. Da kann ich total abschalten. Das ist auch etwas, was ich mehrmals jährlich mache, oder wenn es mir einmal nicht gut geht. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, habe ich relativ wenig Erinnerungen. Und ich weiss einfach durch die Therapie, die ich gemacht habe, das ist auch gut so. Ich habe nie eingesehen, warum der Vater Definitionsmacht hat und warum er jetzt einfach, weil er Mann ist, darf sagen, was meine Mutter, meine Schwester und ich sollen und dürfen machen. Ich bin mit Gewalt gross geworden. Und man hat es gewusst im Dorf. Das ganze Dorf hat es gewusst, die Lehrer haben es gewusst und es haben alle geschwiegen. Also ich hatte zum Beispiel einen Lehrer, der noch mit dem Bambusstecken über die Knödel hineingehauen hat. Und ich hatte eine Sehbehinderung, die man erst mit 16 entdeckt hat. Also ich habe die Wandtafel nicht gesehen. Es hat schon gelangt, dass ich die Heimschläge bekommen habe. Dann musste ich das in der Schule nicht noch haben müssen. Und irgendwann hat es mir gelangt und ich habe 2 Komponentenkleber meinem Vater aus der Garage geklaut und habe den Bambusstecken hinter die Wandtafel gelegt. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so einen roten Kopf hatte und ich hatte so Angst. Ich hatte so eine wahnsinnige Angst. Aber es hat keine Konsequenzen gesetzt und ich glaube effektiv, dass ich dort die erste aktivistische Tat begangen habe. So. Die erste aktivistische Tat. Für Irene, aber bei weitem nicht die letzte. Ich nehme jetzt hier vom feministischen Streik, nehme ich den grossen Frauenstreik jetzt vom 91 Mal, wo ich da zur Winterthur auch mit dabei war. Ich habe mit einer Kollegin zusammen einen Sternmarsch, also so einen von den Märschen, also von Tös in die Stadt hinein, begleitet. Wir haben das Gefühl, wahrscheinlich kommt gar niemand. Aber es waren etwa 500 Frauen, die sich, also vor allem Frauen, die sich in Tös eingefunden haben. Und wir sind zusammen in den Stadtpark und es hat keinen Platz mehr gehabt, weil alles ist pumpe mega voll war. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Das hat so eine Kraft gegeben. «1981 wird die Gleichstellung von Männern und Frauen ins Gesetz geschrieben. Und wir kommen zum nächsten Charakter, der die stolze Schweizer Tradition von politischem Aktivismus durch und durch lebt. Genau, ich bin Kim, ich nutze am liebsten They-Pronomen oder keine. Ich habe lange in der IT gearbeitet, an der ETH, 7 Jahre insgesamt. Und nachher die Ausbildung als Rettungssanitäterin angefangen und dann aber musste abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt bin ich seit einem Jahr älterer Teil von einem jetzt 1-jährigen Baby. Ich finde, ganz generell fühlt sich Winti nicht wie eine Stadt an, obwohl es eine Stadt ist. Es hat trotz allem so einen Dorfcharakter. Und es hat mega viel so sehr überlegte Orte. Also es gibt so verschiedene Parks, wo ich recht gerne bin. Und auch so Cafés, also Trauke zum Beispiel, ist ein
mega familienfreundliches Kaffee am Tag und am Abend ist es eine Bar. Manchmal haben sie auch noch so Ausstellungen drin. Und ich glaube, alle Gegenstände, die dort drin sind, kannst du auch kaufen, weil eigentlich ist es auch ein Brocki. Und es wirkt alles so ein bisschen nachhaltig. Oder zumindest, man hat das Gefühl, es hat einen Versuch von Nachhaltigkeit, der da den Einzug hält. Du hast auch mega viele vegane Optionen, wenn du irgendwo essen willst. Eigentlich die meisten Restaurants haben irgendetwas Veganes, nebst Pommes frites, wo du kannst, finden kannst. Ich bin auch im KSW geboren, 33 Jahre vor Riley. Und wir haben lustigerweise festgestellt, dass die Hebamme, die mich auf die Welt geholt hat, uns nach einem Wochenbett betreut hat, wo ich Riley hatte. Das ist also ein mega Zufall. Also selbstständig ist überhaupt nichts. Die ersten 4 Monate liegen sie auf dem Rücken und machen nichts. Und dann fängt es an, dass sie sich drehen. Und dann denke ich so, oh, jetzt kann es schon mega viel. Und nachher geht es weiter. Und irgendwann fangen sie an, den Vorher ab. Und dann denke ich, oh fuck, jetzt muss ich alles umräumen. Am Anfang ist alles in Bodennähe ist safe, bis sie anfangen sich zu bewegen. Nachher tust du alles höher rauf. Dann tust du es noch höher rauf und irgendwann fängst du an, die Sachen abschliessen, weil sie alles ausräumen. Aber selbstständig ist daran eigentlich gar nicht. Also du musst schauen, dass sie genug essen und trinken. Du musst schauen, dass sie ausscheiden können. Du bist für alles da. Du musst schauen, dass der Wärmeerhalt gegeben ist, dass sie nicht zu warm haben und nicht zu kalt haben. Und, also ich glaube, das eine, was du von einem Kind bekommst, ist in diesem Alter einfach bedingungsloses Vertrauen. So. Und auch die Wertschätzung von dem. Oder? Also, es gibt nichts Schöneres, wenn dein Kind dich anlächelt oder Freude hat an irgendetwas, neugierig die Sachen entdeckt. Und das können Sachen, die du machst, einen mega Einfluss haben auf die Entwicklung des Kindes. Also, wir arbeiten zum Beispiel mit Gebärden, unterstützend mit der Kommunikation. Hä? Riley, schau mal, wo ist das Licht? Dort? Ja, da ist das Licht, genau. Das da. Das ist etwas, das dir so viel einfach auch Wärme und Zuversicht auch gibt für die Zukunft, weil du wie weißt, hey, du hilfst mit, die nächste Generation Menschen zu prägen. Hey, es geht ein bisschen etwas. Ich kann im KSW ein Kind auf die Welt bekommen als nicht-binäre Person und werde dabei mit Respekt behandelt. Ich werde richtig angesprochen. Ich kann eine Gynäkologin in Winti suchen und die hat das D auf ihrem Patientenformular. Und es sind Sachen, die vor 10 Jahren, 15 Jahren einfach definitiv noch nicht der Fall waren. Die sich für mich natürlich als Fortschritt anfühlen. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, wir sind einfach noch nicht dort, wo wir hin sollten. Aber ich glaube, bei so grossen Veränderungen, damit die nachhaltig sind, müssen sie Zeit in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, dass wir das haben, dass wir uns eben jederzeit überall versammeln können, das ist, finde ich, extrem wichtig und tut der politischen Diskussion in der Regel auch gut. Das kann ja etwas aufzeigen, wo einem vielleicht gar noch nicht aufgefallen ist, gerade wenn es teilweise auch um kleinere Sachen geht. Wir haben Kurdendemonstrationen regelmäßig in Winterthur. Da wird man vielleicht sonst gar nicht darauf aufmerksam, wenn es die nicht geben würde. 2022 hat der Bundesrat gesagt, hey, es gibt keinen Need für ein drittes Geschlecht. 2 Wochen später sind 1000 Leute in der Stadt Zürich auf die Straße und angemeldet war die Demo mit 100 Leuten oder 20. Sie mussten dann ein bisschen aufstocken. Das zeigt doch, dass es eine Symbolwirkung hat und dass die Leute irgendwo durch das auch sehen. Und ich habe jetzt eine Weile lang gebraucht, also ich bin ja leicht über 60, aber so 60 war bei mir aus irgendeinem Grund so eine Schwelle gewesen. Und also das Gefühl hatte, nein, kann ich doch nicht. Und immer wieder habe ich gesagt, hey, komm Irene, jetzt nimm das Megafon, du kannst das, du hast eine Stimme. Ja, ich habe eine laute Stimme und ich schwätze auch gerne. Aber ich habe mich das nicht getraut. Mittlerweile getraue ich mich das.
Und ich finde es mega cool. Und ich kann aber auch auf so eine junge Frau zugehen und sagen, hey, es ist so cool, danke, dass du weitertreibst, dass du weitermachst. Ja, also ich glaube, dass junge Leute sich politisch engagieren, ist mega wichtig. Jetzt unabhängig von meinem Job da ist das etwas, was mich in letzter Zeit manchmal fast ein bisschen nachdenklich stimmt, weil es häufig junge Leute gibt, die gar nicht politisch interessiert sind. Und ja, da mache ich mir manchmal fast ein bisschen Sorgen, weil ich denke, diese Leute, die müssen jetzt oder die müssen später die kompetent können abstimmen über wichtige Sachen. Und darum, ja, also grundsätzlich freue ich mich darüber, wenn die Leute sich politisch engagieren. Und grundsätzlich ist ja eine Demonstration, wie gesagt, das Mittel, wie man seine Meinung auf die Straße tragen. Und das muss zwingend möglich sein in der Schweiz. Das gehört zu einer Demokratie. Wenn das nicht möglich ist, dann wird es sehr schwierig, glaube ich. Yes, Queen, preach! Da wird einem richtig patriotisch ums Herz. Bei so viel Harmonie und Konsens habe ich aber glatt vergessen, um den letzten Charakter überhaupt einzuführen. Das ist der Michael Wirz von der Stadtpolizei Winterthur. Wir verfolgen ja so ein bisschen den Grundsatz vom Community Policing. Das ist ja die Idee, dass man nicht die Polizei steht und macht Sicherheit, sondern Sicherheit entsteht in einer engen Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei. Und das setzt Vertrauen voraus. Und das funktioniert natürlich in einer Stadt wie Winterthur sehr gut. Man kennt sich, ist viel weniger anonym als zum Beispiel Zürich. Ja, das ist natürlich so. Man darf sich praktisch keine Emotionen erlauben. Das ist die Erwartung, auch zu Recht, an die Funktion der Polizistinnen und Polizisten. Das ist aber sicher nicht immer einfach, weil das sind auch Menschen, die haben auch Emotionen. Und die zu kontrollieren, das ist sicher eine Herausforderung draussen auf der Straße. Gerade auch, weil man ja häufig sehr stark geframed wird. Man hat den Eindruck und denkt, die Polizei ist sicher so, die wollen sicher das. Und das macht es nicht immer einfach. Innerhalb der Demos ist natürlich dann schon so, oh ja, jetzt kommen jetzt wieder mit dem ganzen Aufgebot, oh ja, die Gassen haben es verengt, sodass man dort ganz sicher nicht flüchten kann und so. Das macht den Leuten schon Angst. Zu Recht auch, oder? Wenn man nachher so Videos sieht wie in Zürich, wo auf unbewaffnete Leute eingeschlagen wird, Gummischrot verwendet wird, Pfefferspray verwendet wird. Wir haben ein grosses Vertrauen. Das Vertrauen ist aber auch dann sehr schnell wieder zerstört. Oder? Es braucht ein, zwei negative Reaktionen von Polizistinnen und Polizisten, ein, zwei Skandale und dann ist das Vertrauen, das leidet dann ziemlich schnell. Ich kann mich erinnern, vor ich glaube 2 Jahren oder so, am feministischen Streik, oder vielleicht 3 Jahre, dort ist die Polizei mitgelaufen. Und zwar nicht in Uniform, sondern zivil, mit Westen, wo die Polizei drauf gestanden ist. That's it. Da in Winti. Es ist nicht lange her. Und also, ich frage mich halt, was sich verändert hat von «Hey, wir können uns als Teil der Demo verstehen und einfach für die Sicherheit der Demonstrierenden sorgen» zu «Hey, wir müssen jetzt so ein Aufgebot fahren». Bericht ist die Steinberggasse, wo wir auch Dialogpolizistinnen eingesetzt haben. Und dort sind 3 Kolleginnen von uns unvermittelt angegriffen worden. Sie waren zivil, in einem Westli, so wie sie sagt, also keine Uniform trägt. Die sind angegriffen worden, teilweise verprügelt worden, geschlagen worden. Und das hat uns also, insbesondere die Kolleginnen, hat das recht nachhaltig getroffen, auch belastet, weil sie haben gesagt, hey, wir stehen dort zivil, in einem guten Abstand, wir sind angeschrieben mit Dialog und dann kommt da einfach so eine Gruppe von vermummten Personen und schlagen auf uns ein. Das hat die also recht fest belastet. Eine Kollegin sogar so fest, dass sie aufgehört hat, die Funktion in dem Dialogteam auszuführen. Trotz so einem Moment, der Einsatz von Dialog ist erfolgreich. Gerade die Dialogteams, die haben wir genau aus dem Grund bewusst, die tragen keine Uniform, die haben Zivilkleidung an, normale Turnschuhe und Jeans, haben einfach ein Westchen an. Weil wir glauben, dass die Uniform zwar uns teilweise helfen kann, auch zeigen, was unsere Funktion ist, dass sie aber im direkten Dialog manchmal auch ein bisschen ein Hindernis sein kann. Und darum haben wir eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir die Leute eben zivil rauslassen, dass wir die Leute dort zivil mit einem Westchen unterwegs sind.
Ich denke, gerade die Dialogteams, bei denen, die sind ja ausgesucht, die werden intern ausgeschrieben und werden entsprechend ausgebildet. Und das müssen sicher Leute sein, die das sehr gut können, die sehr empathisch sind, die sich sehr gut können in eine Gegenseite hineinversetzen können, sodass der Dialog eben auch funktioniert und das nicht nach einer Kommandierung aussieht, sondern tatsächlich nach einem Dialog. Zu diesem Dialog kommt unser nächster Charakter dazu. Becca! Also ich bin Mensch mit Migrationshintergrund. Ich glaube, ich bin Feministin geworden, weil ich so einen nicht sehr coolen Vater hatte. Und ich glaube, das ist immer so da. Eigentlich mit dem hat es wie gestartet. Und ich hatte viele Gewalterfahrungen in meinem Leben. Und ja, irgendwann habe ich einfach wie gefunden, ich kann nicht mehr das Opfer sein. Ich muss jetzt für mich ein Heilig, also wie arbeiten und bin eigentlich durch die Literatur, das ist ja auch so ein bisschen meine Branche, bin ich dann auf ganz viele SchriftstellerInnen gekommen und habe mich so dann durch Schreiben auch selber, durch feministische Texte und durch die Literatur bin ich dem Feminismus immer ein Stückchen näher. Ich habe wahnsinnig viel Mut bekommen und auch viel Stärke in meinem Leben. Ich hatte ganz dunkle Phasen in meinem Leben. Und als ich dann so richtig eingestiegen bin, habe ich auch gemerkt, ich habe eine Stimme. Mittlerweile ist es nicht mehr meine Stimme, sondern jetzt ist es so, eigentlich, ich will die Stimme geben für all die Menschen, die sie wie nicht haben. Aber ich denke, Mut und Wut ist schon etwas, wo mich dann vielleicht auch an eine unbewilligte Demo ziehen, ja, und auch die Solidarität untereinander. Und ich bin unabhängig, ich habe eine freie Meinung und ich darf dort hin, wo ich will. Und solange ich nicht etwas mache, wo jemandem etwas schädigt, fühle ich mich, also habe ich das Gefühl, dass ich dort auch in dieser Grauzone mich bewegen darf. Ja. Wir haben es gesagt, grundsätzlich haben wir ein Recht zu demonstrieren in der Schweiz und das ist auch ganz wichtig. Gleichzeitig gibt es die Bewilligungspflicht. Das heisst, wenn man keine Bewilligung einholt, dann macht man sich strafbar. Allerdings ist es nur eine Übertretung, also es ist eine kleinere Straftat. Darum findet jedes Mal so eine Rechtsgüterabwägung statt. Es wird immer Menschen geben, die halt rebellisch sind und die braucht es. Also das finde ich gut. Ich bin früher auch noch rebellischer gewesen, das bin ich jetzt nicht mehr. Die braucht es, keine Frage, weil das macht ja auch etwas und es ist ein Mut da und das Feuer. Und ich meine, meine Antwort ist auch immer Widerstand. Nur die Frage ist, wie den Widerstand willst du zeigen? Dass der Gedanke dahinter ist, dass man sich gegen das System, das einem einschränkt, auflehnt. Und zwar friedlich, in den meisten Fällen. Das mit dem Sprayen und Sachbeschädigung sehe ich nicht als friedlich, das sehen andere anders, weil keine Menschen zu Schaden kommen, aber im Endeffekt kommen auch dort Menschen zu Schaden, weil die Gebäude gehören jemandem, das tut diesen Leuten je nachdem finanziell weh. Wenn du ein Auto anzündest, du weißt nicht, wie sich die Person das Auto leisten kann. Ja, ich sehe sogar Sachbeschädigungen unter Umständen als friedlich. Also als unfriedlich verstehen wir, ja, das ist ein Grenzfall. Auch das ist unsere Aufgabe, auch das Eigentum von anderen Leuten zu schützen. Und, ja, das sind eben dann die Fälle, die dann häufig schwierig sind. Also wo ist dann die Grenze erreicht? Ist schon nur ein Kleberli, das jemand an eine Strassenlaterne macht? Sicher nicht. Wenn Autos angezündet werden, sicher schon. Und irgendwo zwischendrin ist dann die Grenze erreicht, die wir es eben nicht tolerieren können und nicht dürfen tolerieren. Was soll ich sagen? Ich glaube, dort kommt wie der Mut und die Wut manchmal schon auch ein bisschen zum Vorschein. Das heisst aber nicht, dass ich für Gewalt bin oder für Sachbeschädigung, weil das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen. Das ist ganz klar meine Devise. Ich habe selber Gewalt erlebt, ich muss nicht Gewalt ausüben. Man kann sich grundsätzlich fragen, ob eine Demonstration muss bewilligt werden. Das ist ja das Grundrecht. Die Diskussion kann man führen. Für uns ist es natürlich einfacher und es ist ein Mittel, dass wir die Abwägung der verschiedenen Interessen besser machen können, dass wir mit den BewilligungsnehmerInnen eben auch in Kontakt treten und eine Lösung suchen, die für sie, aber auch für die restliche Gesellschaft stimmt.
Man kann vielleicht die Routen anpassen, sodass Beeinträchtigungen jetzt zum Beispiel von anderen Freiheiten, wie zum Beispiel ich will posten in den Märkten am Samstagnachmittag, nicht allzu stark beeinträchtigt werden. Es ist tatsächlich immer ein Abwägen und so ein Bewilligungsverfahren kann uns das vereinfachen. Und sie sind ja schon bei den Bewilligungen knallhart. Also wir haben wieder eine grosse Route dazu mal und wir haben einen kleinen Spaziergang bekommen. Ja, wenn du natürlich eine grosse Route hast, dann hast du halt auch mehr Menschen, die dich sehen und hast irgendwie auch mehr Raum und Platz. Ich glaube, es geht um den Platz. Und es geht halt immer um die Einschränkung von dem Platz, den man dann überkommt. Und wenn man dann nur ein kleines Spaziergängchen überkommt, dann ist das halt auch wie so. Es wird uns, finden Personen, der Raum wieder eingeschränkt, dass wir ständig überall erleben. Und das geht's. Und ich meine, eben gerade Organisationen, die vielleicht am 8. März keine Bewilligungen reinholen, die wollen halt einfach ihren Platz nehmen. Wir haben gerade dieses Jahr vor Ort sogar noch eine vorbereitete Bewilligung gehabt. Die hätten wir nur noch unterschreiben. Da hätten wir sogar Kosten erlassen. Ja, ist jetzt dort nicht genutzt worden, aber ich glaube, gerade in so einem Fall, wo eigentlich quasi, wo wir keinen Hinweis darauf haben, dass es zu Ausschreitungen kommt, kann so eine Notbewilligung eine Möglichkeit sein, um etwas im geordneten Rahmen durchzuführen. Wie viel kostet eine Demobewilligung denn normalerweise? Das kostet ein paar Franken. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie viel das ist, aber das ist sehr überschaubar. Ich weiss nicht, es sind zwischen 50 und 150 Franken so. Also das ist, kann sich so eine Bewilligung mehr oder weniger fast jeder leisten. 100 Stutz sind eben gar nicht so wenig. Vor allem, wenn man jung ist, arm aufwächst oder sich in der Ausbildung befindet. Wieso muss man zahlen, um ein Grundrecht auszuüben? Ich kann höchstens wieder Gegenposition einnehmen, wo natürlich sagt, ja, da wird jetzt jemand verlangt da eine Zusatzleistung vom Staat. Der Fußballclub zahlt zum Beispiel die Hälfte fast vom Polizeieinsatz. Bei einer Demonstration so sind die Kosten viel weniger hoch. Ja, das ist letztlich eine politische Frage, die ich so nicht beantworten kann. Aber man kann die Frage stellen, oder? Gegenposition zu der Gegenposition. Ein Fußballclub macht auch ordentlich Cash mit Ticketverkäufen und Fernsehlizenzen. Etwas, wo bei ihrer Demo etwas schief reinkommen wird, glaub's. Darum mein Vorschlag. Wir gönnen es uns einfach als Stadt. Jeder, der Winter zieht, kommt, nebst diesen grusigen Willkommenszeltchen, Gutschein über, für gratis eine bewilligte Demo anmelden. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass auch unbewilligte Demonstrationen oftmals Menschen eher weiss sind und ja, vielleicht auch eher einen besseren Hintergrund haben. Also wenn man so ein bisschen den Durchschnitt anschaut, weil halt viele Menschen, die eben Migrationshintergrund haben oder in dem Sinne nicht wirklich eine gute Bewilligung in der Schweiz oder politisch oder was auch immer, oder auch Ängste sich hineintragen, dann eben nicht an unbewilligte Demos gehen. Und bewilligte Demos macht halt das Ganze zugänglich. Das ist das einzigste Argument, das ich bringen kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob 1. Mai oder 16. 14. Juni dort umeinander. Dort sind wir auch ganz vorne mitgelaufen. Und das sind halt bewilligte Demos, aber auch die haben einen Impact. Auch die sieht man und auch die bringen schlussendlich etwas, habe ich das Gefühl. Man muss versuchen, mit allen irgendwie zu schwätzen und ihnen zu erklären und eben nicht auf die absolute radikale Art, sondern vielleicht auch so zu erklären, dass sie es verstehen. Ich habe schon gespürt, dass wenn man dann eben vielleicht mal den Helm abgezogen hat oder wenn man ins Gespräch kam am Rand von einer Demonstration, dass das häufig genützt hat, dass man auf einmal gemerkt hat, ja, so weit auseinander sind unsere Positionen gar nicht, respektive, dass wir auch können zeigen, was eben unsere Funktion als PolizistInnen ist, dass wir ein Stück weit auch einfach Schiedsrichter sind, dass wir gar nicht Partei ergreifen wollen. Verstehst du? Wir sind immer noch in dem hinein, dass es geht da um
wir sagen das Patriarchat und der Staat an. Und dass sie natürlich eine gewisse Gegenwehr mit leisten, das ist denen ihr Job. Ich bin mir bewusst, dass Menschen dahinter stehen. Das ist mir absolut klar. Und ich würde auch nicht, also ich weiss, dass sie genauso ihren Job machen. Nicht alle, aber gewisse haben sicher auch die Motivation, dass sie das für etwas Gutes machen. Wir genauso. Die so gegenseitige Kontrolle, die findet vermehrt statt. Wir machen heute nach allen Einsätzen Debriefings standardmäßig. Das war früher nicht so. Früher hat man einfach den Einsatz abgeschlossen, gut ist zum nächsten Einsatz gegangen. Ja, vor 20 Jahren hat man einfach gesagt, du bist ein Polizist. Damals waren es ja fast nur Männer. Du bist ein Polizist, du musst das abkönnen. Wenn du da die belastende Situation gehabt hast, dann komm, trink ein Bier zu Abend und dann ist wieder gut. Und man hat es wahrscheinlich verpasst, dort rechtzeitig einzuschreiten, entsprechend das zu verarbeiten, dass es eben nicht zu so Belastungsstörungen kommt. Und das hat dann auch zu den entsprechenden teilweise psychologischen Notfällen geführt, dass jemand ein Burnout hatte, dass jemand eben so eine Belastungsstörung entwickelt hat. Ich glaube, das ist jetzt eine Sache, die sich entwickeln muss, wenn sie innerhalb von ihren eigenen Strukturen vielleicht sich besser sensibilisieren, auch mal selber vielleicht sich reflektieren, Awareness-Team haben und so weiter, gewisse Sachen auch für sich selber anschauen. Ja, ich glaube schon, die Erwartungen von der Gesellschaft an Polizeiarbeit haben sich auch verändert. Ich glaube, gerade die Erwartungen an die Themen, die wir angesprochen haben, wie gegenseitiges Verständnis, Empathie, Dialogbereitschaft, die sind gestiegen. Und wir haben die Erwartung, dass alle Polizistinnen und Polizisten das machen können und sie auch entsprechend rekrutieren. Wir können nur etwa 10% schlussendlich anstellen von allen Leuten, die zu der Polizei arbeiten wollen. Ob sie da einen Lernprozess haben und wir auch, aber der Konsens selber, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, weil ja, ich habe einfach persönlich nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Was immer dort passiert ist, möchte ich gar nicht sagen, aber ich habe um Hilfe gebeten und habe sie nicht bekommen. Das ist natürlich, wenn du noch so jung bist und um Hilfe bittest und du kommst sie dann eben nicht über von einer Polizei, die eigentlich dann in diesem Moment eingreifen sollte, ist das halt dann das Vertrauen nicht so groß. Und ja, ich würde es auch gerne so dein Freund und dein Helfer sehen. Sie sind aber dort nicht meine Freunde oder Freundinnen in diesem Moment. Und keine Ahnung, ich vertraue sowieso nur mir selber. Ja, also meine Gewalt an Frauen ist eines unserer Hauptthemen, unser Hauptproblem in Winterthur. Wir rücken täglich 3-mal aus wegen häuslicher Gewalt. Das sind nicht immer Frauen, aber das sind sehr häufig Frauen, die dann eben die Opfer sind. Von dem her, ja, das ist ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt. Wir haben eine Fachstelle häusliche Gewalt, die sich täglich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir probieren auch präventiv unterwegs zu sein. Wir probieren eben das zu enttabuisieren. Wir probieren auch aufzuklären. Also da haben wir eine Übereinstimmung. Gewalt an Frauen ist ein Riesenproblem. Die letzte Demo war am 23. November in das war die letzte, genau, in Bern, wo wir gegen Gewalt an Frauen demonstriert haben. Wo ich zum Teil Tränen in den Augen hatte, wo ich auch Mitstreiterinnen im Arm hatte, weil sie einfach geschüttelt hat vor Brüllen. Einerseits die Schwere, dann sicher auch eigene schlechte Erfahrungen und andererseits aber auch eine enorme Dankbarkeit, dass wir so schweren Themen gemeinsam so positiv können begegnen können. Okay, eine Erinnerung vom Bruderhaus, wo mir wirklich geblieben ist, als ich mal den Luchs gesehen habe. Ich bin ein absoluter Katzenfan. Und dass ich Luchs gesehen habe, hat mich mega angespannt. Ich glaube, was bin ich? 6, 7?
mit Vinti habe ich einfach vieles verbunden. Ich habe gewusst, die Großmami hat da gelebt, mein Großvater hat da gelebt. Sie haben sich da kennengelernt, meine Eltern haben sich da kennengelernt im Ausgang. Überhalb von dem, wo jetzt Mac ist. Früher war es durch einen Club und dort haben sie sich kennengelernt. Ich bin Anita Reinhardt, gebürtige Winterthurerin. Mein Vater und meine Mutter haben mir beide ein wundervolles Leben geben, von Anfang an. Ich bin wohlbehütet aufgewachsen. So wohlbehütet, dass ich vielleicht am Anfang ein bisschen zu naiv war. Aber die schöne, heile Welt hat es eigentlich für mich immer gegeben. Also bei einer Vergewaltigung, wenn ich es erlebt habe, hat mein Ich darunter gelitten. Ich habe mit 10 mein Ich verloren. Darum konnte ich auch häufig den Satz nicht mehr formulieren, wenn ich gerne etwas hätte. Ich würde gerne das haben, Mami, ich würde gerne dieses haben. Das hat es einfach nicht mehr gegeben, weil das Ich hat es nicht mehr gegeben. Weil wenn das Ich gesagt hat, bitte hör auf, oder nein, ich will das nicht, ist ja nicht gehört worden. Und wenn das über die Jahre hinweg, wie es bei mir passiert ist, nicht gehört wird, dann verstummst du irgendwann. Und es war mega hart, wieder zu lernen, das Maul aufzumachen und Vertrauen darin zu haben, dass ich gehört werden kann. Dass meine Stimme einen Wert hat und dass ich Nein sagen darf. Und dass das Nein auch gehört und respektiert werden kann, ist alles ein Prozess, den ich gelernt habe. Aber das führt dann eben dazu, dass man einen kleineren Selbstwert hat, wenn das Selbst ja gar nicht mehr rum ist. Es hat mich Jahre gebraucht in der Teenie-Zeit, um das Ich wieder zu finden. Und dann eben mit 15 habe ich dort den Schritt gemacht, ich will nie mehr wieder drunter kommen. Ich will nie mehr wieder irgendetwas mit mir machen lassen, ohne dass ich das steuern tue. Das, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass jemand mich tatsächlich ernst nimmt. Und sagt, wow, das ist tatsächlich passiert und du tust es tatsächlich mir anvertrauen. Damals war es mein Lehrer, mein Seklehrer, dem bin ich ewig dankbar sein. Er hat mir eine Visitenkarte entgegengestreckt und er hat gesagt, dort findest du Hilfe. Weil er hat mir gezeigt, ohne Wort, dass er weiss, was mir passiert ist. Weil nur, dass ich Wort zusammenfassen, ist schon schwierig gewesen. Ich hatte ja damals keine Stimme. Also, dass die Leute aufmerksamer könnten sein mit der Umgebung und mit den Leuten, die dir wichtig sind. Dass du vielleicht den ersten Schritt machen kannst und fragen, hey, geht es dir gut? Willst du mir etwas sagen? Oder brauchst du Hilfe? In irgendeiner Form. Ich kann dir die Hilfe finden. Gar nicht so einfach zum Überleiten nach so einem heftigen Thema. Ich weiss noch, wenn ich mich amigs nicht so gut gefühlt habe oder habe irgendwie reflektieren, über etwas nachdenken, bin ich recht oft da in der Natur gewesen. Und es ist immer wieder vorgekommen, dass wenn es mir wirklich nicht gut gegangen ist, dass dann einfach aus dem Nichts eine Katze spaziert ist und sich zu mir angekuschelt hat. Und so als hätte sie genau gespürt, was ich in diesem Moment gebraucht habe. Und die Katzen sind einfach dadurch irgendwie ein bisschen mystische, magische Kreaturen. Und genau darum schlage ich vor, dass bevor wir zu der Anita und zu den letzten 2 Charakteren aus dieser Doku kommen, dass wir uns alle Katzen anschauen, die wir im Verlauf der Dreharbeiten hier zu Vinti über den Weg gelaufen sind. Die erste Katze, die ich getroffen habe, war mich gerade am Abschnuppern. Leider schmecke ich nicht nach Fisch. Wunderschöne Fellfarbe übrigens. Sehe ich selten so ein Kombo von Orange und Schwarz. 11 von 10. Die nächste Katze, die ich treffe, ist gerade das Haus am Bewachen, findet aber, ich bin keine Gefahr und fährt ihre Mörderpfoten wieder ein. Das, was sie gerade machen ist, nennt sich übrigens ein Catloaf oder ein Katzenbrot. 11 von 10. Schwierig, um das direkt als Katze zu identifizieren, vielleicht mit einem besseren Winkel. Ah, hallo, flauschig, flauschig, 11 von 10. Und sein Bro?
11 von 10. Okay, wenn ich ehrlich bin, das ist einfach eine Kuh mit Katzensoundeffekt, um die Länge der Doku ein bisschen zu strecken. Immer noch 11 von 10. Und zum Schluss eine orange und eine schwarze Katze. Kollektiv addiert 22 von 20. Und die Leute, die wir hier im Hintergrund sehen, kommen später vielleicht vor. So, und wir sind wieder im Warmen. Und viel Wärme gibt es auch im nächsten Abschnitt von der Anita ihrer Lebensgeschichte. 2019 hat sie da an der Technikstraße ein ganz besonderes Lokal aufgebaut. Ja, also Aufbau hat angefangen mit der Inspiration, wo ich gesagt habe, von wegen Tradition weitergeben und Erhalt hat mich berührt. Wieso es mich berührt hat, ist, weil ich mit den Großeltern immer näher war, mit meiner Mutter auch. Traditionen dürfen weitergeben, ist mir wichtig gewesen. Und dann ist irgendwie immer näher gekommen, hey, ich glaube, ich muss in die Gastro, auch wenn ich das nie wollte und auch wenn ich eigentlich die Ausbildung in der Hotellerie gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, Essen verbindet die Leute und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Angefangen hat es vielleicht eher mit dem Mittagstisch, den ich selber gekocht habe. Was war da? Ein typischer Schweizer, er war oft zum Mittagessen da und der hatte einen Sauerkraut-Eintopf, den ich von meiner Mama gelernt habe. Und er hat gefunden, das erinnert ihn an seine Familie, die das gekocht hat, seine Mutter oder seine Großmutter. So habe ich die Leute eher dann abgeholt, also weniger dann vom Raum, sondern vom Essen. Und die Leute konnte ich dann vielleicht auch ein bisschen bei der Hand nehmen, weil sie gemerkt haben, hey, ich koche vielleicht nicht doch so fremd. Und dann sind sie trotzdem gekommen, was es thailändische und chinesische Sachen gibt, sind sie trotzdem probieren. Gewiss, die Küche wird das Herzstück. Darum ist die Küche auch in der Mitte des Raums. Es muss offene Küche sein, dass man auch einen Workshop machen kann und eben das Wissen weitergeben. Das war mir mega wichtig. Ich kann vor deinen Augen kann ich das Gemüse schnippeln und dir immer noch in Augenkontakt das Gespräch führen. Und du kannst mir immer noch sagen, ja, weniger Zwiebeln oder weniger Chili oder was auch immer, wenn es vielleicht gerade möglich war im Gericht. Auch das authentische Essen, das authentische Erlebnis konnte ich führen kürzen. Es war wirklich nicht der Raum und es waren nicht meine Erfahrungen, die mich berührt haben oder die Leute berührt haben, sondern es sind ihre Erlebnisse, die sagen, hey, meine Großmama hat auch so gekocht. Oder ja, die Großmutter, die ich besucht habe in diesem Land, hat auch so gekocht. Und so haben wir eigentlich wirklich mehr gemerkt, wir sind alles Kinder von dieser Welt und wir sind alle irgendwo gleich und geprägt durch Familie und Großeltern und Mamis Küche. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, war ghanesisch. Das ist eine tolle Frau, Ruby hat sie geheißen. Und wir haben zusammen gearbeitet, wir haben uns voll verstanden und sie hat einfach gewirkt da rein. Und wir haben den ganzen Raum zu Ghana gemacht und alle haben sich wohl gefühlt. Und es hat getanzt, es hat gelebt, es hat gegessen, es war mega schön. Dann jemand anders war Pamela, die Brasilianisch reingebracht hat. Ist auch eine meiner Freundinnen geworden. Und da hat sie dann auch so das traditionelle Essen gemacht, wie Feijoada zum Beispiel, das die Leute kennen. Anitas Events ist auch gerade mit unseren nächsten beiden Charakteren verbunden. Wortwörtlich. Du redest von der Fiducia, der allerersten Frauen-Mittelschulverbindung von Winterthur. Yay! Vom Vater habe ich gehört, dass die wird entstehen im 20. Er ist eben bei der männlichen Seite, bei der Phytothurania und mein Großvater auch und mein Vater, sein Brüder auch und der Großvater auch, Urgroßvater auch, sind alle einfach schon immer dabei gewesen. Und ich bin mit dem aufgewachsen, dass der Vater gesagt hat, weisst, wie cool das so ist und ich habe mir eigentlich immer gewünscht,
sollte es noch auch so etwas geben für Frauen. Und mit dieser Idee im Hinterkopf treffen wir Tamina. Ich bin Tamina Nick, vulgo Cassiopeia, und gehöre zu den Gründerinnen von der Fiducia, der Mittelschulverbindung in Winterthur. Ich studiere zurzeit noch Jura an der Uni Zürich und mache im Sommer meinen Bachelor fertig. Und gehe nachdem noch aus meiner Komfortzone und mache noch einen RS beim Rotkreuzdienst. Auf ihre Geburt hin bekommt die Bundesverfassung noch ein Update. Neu dazu kommt der Wunsch nach Gleichstellung nicht nur auf Papier, sondern tatsächliche Gleichstellung. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, als Frau bei einer Verbindung dabei zu sein. Diese Möglichkeit muss zuerst mal aufgebaut werden. Es ist halt einfach ein Verein, wo sich mehrere Mitglieder aus Mittelschulen und Hochschulen treffen und sich untereinander unterstützen beim Studium, im Leben, Freundschaften knüpfen und pflegen und noch ein bisschen Bier trinken. Und ich hatte dann viele Kollegen und auch mein damaliger Freund halt in der Männerverbindung in der Vita Durania. Und eben all die Jungs haben mich als Frau eigentlich einfach so mitgerissen, was eigentlich auch ungewöhnlich war, weil man ja eben nicht mitmachen offiziell als Frau. Und dann habe ich gefunden, eigentlich wäre ich schon gerne ein offizieller Teil von dem. Und habe dann halt ein paar Kolleginnen zusammengetrommelt und eben auch Kollegen aus der Vito und dann irgendwie das angefangen auf die Beine zu stellen. Ich gehe an diesem Gründungsfest an und die jungen Mädels haben gefunden, sie wollen noch auch ältere Generationen jetzt schon reinholen. Also die Verbindungen funktionieren ja so, dass man jung anfängt und dann ist man in der jüngeren Generation, hat Aufgaben und dann ist man älter, hat Matura abgeschlossen und gehört zu den alten Hasen. Bei uns nennt sich das dann Lady. Bei den Jungs heisst es Altherren. Wir haben nicht alte Frauen sein, das tut nicht gut. Und so konnte ich als Lady beitreten. Und als erstes dachte ich, vielleicht kann ich da auch mithelfen. Sie sind jung, sie sind am Start. Gut, ich war dabei, weil sie unser erstes Stammlokal uns gegeben hat, was ein riesiger Schritt war für die Verbindung. Also da sind wir natürlich mega dankbar. Wir haben ja noch nichts Konkretes bei der Gründung und haben dann eigentlich einfach von Anfang an, klar schon nach Corona, aber grundsätzlich von Anfang an halt den Ort gehabt, der mega eigentlich vom Konzept her zu uns gepasst hat, weil es halt modern war. Also es ist nicht so das Typische für so Verbindungsstammlokal und wir haben auch immer mega viele positive Rückmeldungen bekommen, weil es halt trotzdem können die langen Tische machen, wo wir dann alle miteinander halt hergesessen sind und natürlich einfach das Vertrauen, das sie uns geschenkt hat, dass wir auch haben können, zum Teil selber, also immer eine Person, eine Vertrauensperson hat können noch einen Schlüssel haben und auch, dass wir das Bier haben selber servieren und halt sie uns vertraut hat, dass wir immer alles aufschreiben und so. Bei den Getränken, ich habe es dann hier parat und ihr könnt es zu einem günstigeren Preis kaufen. Eben Mittelschulverbindung, die haben noch nicht so viel Cash. Und erst gerade angefangen, da haben sie erst recht noch kein Polster. Und auch sie als Vorbildfunktion, als junge Frau, die ja etwas Neues aufgemacht hat und wir uns dann vielleicht in diesem Moment gerade selber, also so gegenseitig können unterstützen. Und sie haben umso mehr wahrscheinlich auch Freude können empfinden, fragen, hey, wir haben das Schlimmste wahrscheinlich hinter uns. Die Gründungsjahre sind wirklich tappig und dann noch mit Corona-Pandemie mega übel. Aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt gerade das 5-jährige Jubiläum hinter uns. Und ich durfte mitfeiern. Ein neues Fiducia-Mitglied wird geboren. Annika oder ihr Verbindungsname Sakura. Ich bin von einer Klassenkameradin, die auch Gründerin war, darauf angesprochen worden, ob ich nicht bei der Frauenverbindung vorbeischauen will, weil 2 von meinen besten Kollegen sind in der Männerverbindung, in der Vita Durania. Und dann ich und meine beste Kollegin, sie heisst Nive oder Bali in der Verbindung, sind dann vorbeischauen. Und dort habe ich eigentlich auch dann Cassiopeia kennengelernt. Aber das ist ja schon so 5 Jahre her. Darum. Ich glaube, sehr schwierig zu verstehen ist, wenn man noch nie so direkt Kontakt damit hatte oder noch nie an einem Anlass war oder so. Habe ich natürlich nicht so vollumfänglich verstanden, was das Ganze bedeutet. Ich habe mir gewusst, so, es ist etwas, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man so komische Hütchen und Bänder anhat. Und ich habe immer gewusst, dass meine Kollegen immer mega coole Geschichten davon erzählt haben und auch mega viele Leute kennt haben.
in der Schule, wo ich sonst gar keinen Zugang hatte. Und man kommt an Sachen an und dann ist zum Beispiel ein Krimi-Dinner, das organisiert wurde. Oder man tut zusammen backen. Und auch so die Beständigkeit, zum Beispiel meine beste Kollegin, ich würde sie, glaube viel, viel weniger sehen, wenn wir nicht beide in der Verbindung wären. Ich bin eine Person, die extrem fest an dieser Nostalgie auch hängt, von zum Beispiel diesen Studentenliedern, wo du einfach weisst, wir singen die jetzt. Und jetzt gerade ich als Germanistin weiss zum Beispiel, Goethe hat die gesungen, als er jung war, in meinem Alter. Und ich war mit seinen Kollegen dort dabei und hat das gesungen. Ich glaube, die Traditionen, die wir machen, zum Beispiel so, wenn der Übergang ist vom Neumitglied zum vollwertigen Mitglied oder auch vom Jungmitglied zum älteren Mitglied sozusagen, das sind alles so Übergangstraditionen, die einem mega helfen in Zeiten, wo Veränderung kommt. Und das ist auch so, dass das bei mega vielen Völkern so beobachtet wird. Das kann man auch bei uns nachsuchen, im Katholizismus zum Beispiel, mit der Firmung oder mit der Taufe. Es ist eigentlich mega menschlich, was wir machen. Also man gibt sich Halt, man gibt sich eine Beständigkeit und man behandelt auch alle gleich. Also es ist so, man kann sich so in dieser Gemeinschaft einfügen, wenn man weiss, die vor mir hat das wie durchgemacht und die nach mir werden das durchmachen. Glaube ich auch, dass so Traditionen, die auch mega oft so ein bisschen verrufen sind, auch einen mega Wert haben können. Es ist wichtig, dass man sich hinterfragt, auf welche Art sie passieren, aber so das Gemeinschaftsstiftende von einem Ritual ist, glaube ich, gleich wichtig in einer Religion, in einer Gemeinschaft wie einer Verbindung oder auch in einem Stamm irgendwo in Afrika zum Beispiel. Also das sind alles so ein bisschen die gleichen Bedürfnisse, die gestillt werden eigentlich, meiner Meinung nach. Man muss bei mir sagen, ich interessiere mich extrem für die Geschichte auch und für, es gibt etwas, das heißt Komment, also das sind so die Regelbücher, die wir haben. Das sind einfach Sachen, die mich extrem interessieren, wo ich auch sehr viel weiss. Und gerade bei so älteren Semestern, das sind Altherren, ist es oft so, dass man merkt, sie schauen so ein bisschen auf einen runter und dann reden wir aber über Verbindungsgeschichte und über gewisse Sachen, die verschieden sind und dann merkt es plötzlich, okay, ich weiss gar nicht so viel mehr wie sie. Und dann merkt man schon, dass die Attitude anders ist. Also, es ist eigentlich mega schade, weil ich finde, man muss nicht als Frau in einer Verbindung sein und all das Wissen mitbringen. Oder was auch immer so ist, schnell Bier trinken. Das ist auch etwas, wo, wenn man das kann, dann kann man sich mega Respekt eigentlich holen. Aber das sollte eigentlich nicht so sein, weil Männer müssen das ja wie auch nicht beweisen oder nicht auf die gleiche Art. Ja, also das Paradebeispiel, wo ich auch immer wieder hässlich werde, wenn das passiert, ist, Frauen haben einfach höhere Stimmen, also von der Stimmbänder her. Und es passiert einfach jedes Mal wieder, wenn grosse Anlässe sind, dass wenn wir zum Beispiel Silenzium sagen, also das ist das Wort, wo alle still sind, dass es dann nachgeäfft wird höher. Also so Silenzium, Silenzium. Und mir ist wirklich aufgefallen, wenn ich es tiefer ausspreche, dann wird mir gelust. Also und so Sachen, die kann man wie nicht ändern, das ist so tief verankert. Ich glaube, also eben ein bisschen kann man es, wenn jetzt zum Beispiel jemand dann den Witz macht, dann sage ich einfach, ja, okay, jetzt gibt es einen Bierschritt. So auf ihre Sprache, so, hey, das ist jetzt völlig nicht okay für mich, das müssen wir jetzt wirklich klären. Aber es ist trotzdem, also es ist gut, sich wieder Respekt zuerst zu holen und nachher aufzuzeigen, wieso habe ich mir den jetzt holen müssen. Mal hinterfragen, ob das wirklich fair ist eigentlich. Ja, aber so einen Moment gibt es schon, würde ich sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass das böswillig irgendwie passiert. Ich glaube, das ist einfach wirklich so tief verankert in dieser ganzen Verbindungsgeschichte, dass man das einfach mitträgt, sozusagen. Ja. Die Urania zum Beispiel hat sehr lange kein alkoholfreies Bier als stofffähig sozusagen anerkannt. Also du hast wie gewisse Privilegien verloren, wenn du nicht am Biertrinken warst. Und neu ist es so, dass man auch alkoholfreies Bier trinken darf und genau gleichwertig ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir sehr, sehr früh auch schon eingeführt haben und gesagt haben, wir wollen wie, das Bier gehört wie so zum Bild, das Bier gehört zu der Tradition, aber ob man jetzt Alkohol in dem Bier hat oder nicht, das spielt wie nicht so eine Rolle. Verbindungen sind auch bekannt als ein Ort, wo Geschäftsbeziehungen geknüpft werden und man Verhandeln übt.
Alles sicher wichtige Faktoren für die Gleichstellung, auch beim Lohn. Doch Plot-Twist: Es gibt einen Faktor, der heute viel, viel mehr ausmacht. Lohnungleichheiten an der ETH war es nicht so das Thema. Also ich habe sehr ähnlich verdient wie meine männlichen Kollegen. Aber was man gemerkt hat, ist, dass ich die einzige weiblich gelesene Person war von 12 Leuten. Weil in der IT arbeiten immer noch nach wie vor sehr viel weniger weiblich gelesene Personen. Ich weiss, dass ich bei meinem Einstellungsgespräch an der ETH gefragt wurde, ob ich plane, ein Kind zu haben, was sie nicht dürften fragen, wie ich inzwischen weiss. Ich weiss auch nicht, ob es ein Kriterium gewesen wäre, ob sie mich eingestellt hätten oder nicht. Damals war meine Antwort Nein. Ich glaube, ich hätte auch Nein gesagt, wenn meine Antwort eigentlich Ja gewesen wäre. Aber einfach so, es ist schon etwas, was ein Arbeitgeber in Betracht zieht, weil du ja kannst schwanger werden. Dass ein Mann, der eingestellt wird, auch ein Kind zeugen und theoretisch eigentlich auch sagen könnte, hey, ja, ich arbeite jetzt mal 2 Jahre nicht, ist ein anderer Punkt. Das ist halt einfach nicht, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und ich habe jetzt gerade bei meinen Töchtern, die so zwischen 35 und 40 drin sind, leider müssen beobachten, dass sie in ein Burnout gefallen sind mit noch kleinen Kindern. Und das hat mich mega hilflos gemacht und auch mega traurig, wo ich gemerkt habe, zwar so äußerlich verbrieft ist eine Gleichstellung da. Die Frauen dürfen selber entscheiden, ob sie gehen arbeiten, also welchen Beruf das sie wählen wollen. Wenn ich aber genauer anschaue, ist es auch wieder ein Trugschluss. Weil jetzt die eine Tochter, sie ist Akademikerin und ihr stehen auch nur gewisse Jobs zur Verfügung, weil sie noch Kinder zu betreuen hat. Und die familienergänzenden Angebote, die sind auch nicht so ausgestaltet, dass man wirklich, dass sie ganze Tage einfach so frei raus kann. Die fehlende Unterstützung zeigt sich heftig im Lohn. Laut Josef Zweimüller, Wirtschaftsprof in Zürich, sinkt der Lohn der Mutter nach der Geburt von einem Kind um 60%. 3-mal mehr als in Schweden zum Beispiel. Was sie anders machen, ist kein Geheimnis. Es gibt viel mehr Familienunterstützung vom Arbeiten und Staat. Doch auch in Schweden hat es die Geschlechterunterschiede beim Lohn der Eltern. Welche Rolle spielt dann also das Geschlecht bei der Rollenteilung vom Elternsein? Genau das untersucht die Studie von der Ilva Moberg, wo ich gerade am Durchblättern bin. Kurzer Exkurs, was macht eine Studie für mich lesenswert? Ein Titel, wo man versteht und eine spannende Frage stellt, eine unsichere Sprache, es ist Wissenschaft, kein Dogma, Deklaration, wer was finanziert hat. Dann suchen wir nach den Descriptive Statistics, wo alle Daten auf einen Blick zusammenfassen. Die Autorin macht da, finde ich, noch etwas recht Cleveres und vergleicht den Lohn von so 70'000 heterosexuellen und 389 lesbischen Pärchen, die Kinder bekommen haben. 389 klingt noch nicht so viel, aber für eine Langzeitstudie ist das echt solid. 30 ist die theoretische Mindestanzahl, wenn man das mal 10 nimmt, ist man auf der sicheren Seite. Und im grafischen Teil hat es dann Auswertung für uns Nicht-Mathe-Fans. Moment, die Grafik. Strichli, Pünktli, Punktstrich. Wir brauchen die Farben. Wir haben hier in Orange Heteromannen. Der Lohn macht einen kleinen Knick bei der roten Linie, wo das Kind kommt, aber erholt sich dann wieder. Hetero-Frauen haben eben den 20% Knick oder bei uns in der Schweiz 60%. Lesbische Pärchen schaffen es, scheint, um den Impact von einem Kind gemeinsam abzufangen und sich im Elternsein unterstützen. Es gibt nicht automatisch eine Vater- oder Mutterrolle mit bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen. Das Aufgabenverteilen läuft dann pragmatischer und praxisorientierter. So ganz stereotypisch eben noch das alte Frauenbild, dass man daheim bleibt und
Hausfrau als Job macht und Mutter ist. Ich glaube, das haben schon sehr viele in unserem Alter abgeleitet. Also das höre ich jetzt persönlich nicht mehr mega viel. Klar, vor allem in den Hochschulverbindungen hat man schon noch mal andere Kontakte als jetzt in den Mittelschulverbindungen, weil die Mittelschulverbindungen sind eigentlich, soweit ich weiß, alle, mit denen wir Kontakt haben, konfessionslos. Und bei den Hochschulverbindungen, der StV ist halt eigentlich immer noch katholisch bzw. christlich. Und dort triffst du eher noch auf hauptsächlich Männer, die vielleicht das noch würden machen in ihrem Leben. Von den Mädels und von mir selber auch sind sehr vieles übereinstimmend. Die einen sagen, hey, ich habe als Frau einfach keinen Bock, alles zu machen. Ich habe keine Kraft dazu, zum Teil auch. Ich habe jetzt vielleicht schon Mühe. Ich habe Mühe mit mir selber. Viele haben auch Unterstützung von Psychiatern, wie ich selber auch. Und viele finden das anstrengend. Dann hat man sich selber zu bewältigen, man hat den Job zu bewältigen, man hat die Partnerschaft zu bewältigen und dann hat man noch das Kind oben drauf. Will man das bewältigen? Kann man das bewältigen? Wie will man das alles unter einen Hut bringen? Also was auffällt, ist, dass Kind haben und für Kind da sein immer als Lücke in deinem Lebenslauf angeschaut wird. Als hättest du nichts gemacht in dieser Zeit. Und du machst mega viel in dieser Zeit. Gerade in Berufen, wo du Sachen managen musst, ist doch Eltern sein ein mega Gewinn, weil du managst so viele Abmachungen, die du hast mit Kindern, die einfach mehr werden, weil du gehst dort in ein Spielcafé, du gehst dort in eine Spielgruppe, du gehst dort in den Wald. Also, das Kind wird plötzlich krank, du musst 70 Sachen umorganisieren, du musst Termin verschieben, absagen, neu planen. Und das läuft alles einfach mit in deinem Alltag. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass das keine Qualität ist, die ein Arbeitgeber sucht. Und für mich als Person zum Beispiel ist es jetzt auch wichtig, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann ein Kind will, dass er, und das sein Traum ist, dass er das dann auch möglich macht. Weil mein Traum ist zum Beispiel nicht, ein Kind zu haben. Und dann sehe ich für mich auch nicht, wieso ich viel Aufwand in etwas hineinstecken sollte, was nicht mein Traum ist. Also nicht so, dass ich jetzt das komplett außer Acht lasse. Aber wenn jetzt zum Beispiel von einem Mann der Traum ist, ein Kind zu haben, dann würde ich auch von ihm erwarten, dass er den Großteil von der Arbeit daheim und mit den Kindern und Erziehungsarbeit übernimmt. Weil für mich heisst es erst, dass man wirklich einen Traum hat, ein Kind zu haben, wenn man sich auch bewusst ist, was das mit sich bringt. Und ich glaube, viele Männer haben so den Traum, ein Kind zu haben und ihre Gene irgendwie weiterzugeben oder so, aber sind sich gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, was das für Arbeit dahinter ist. Kinder haben ist also, nebst dem persönlichen, auch ein wirtschaftlicher Entscheid. Eine echte Entscheidung ist aber sowieso erst seit 2001 möglich. Dann ist nämlich die Fristenlösung eingeführt worden. Also ich weiss noch, als ich eigentlich relativ frisch mit meinen Beziehungsmenschen zusammen war, haben wir das Thema auch gehabt und haben wie so darüber geredet, ja, was wäre, wenn ich schwanger werde. Und ich habe dann gefunden, hey, das müsste man dann anschauen, aber Abtreibung wäre je nachdem auch eine Option, je nachdem, wie unsere Lebensumstände sind und so. Und als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, ist mein erster Gedanke nicht, ob das eine Option ist, sondern was sind meine Optionen, um es zu behalten. Und ich finde, die Person, die schwanger ist, sollte das alleinige Sagen darin haben, ob sie das auch sein und bleiben will. Auch in Anbetracht dessen, dass das eine lebenslange Verantwortung ist. Und für mich war wie klar, dass es irgendeinen Weg gibt, dass ich das schaffe. Aber es hätte auch anders sein können. Und dann fände ich es wichtig, dass ich auch die Möglichkeit hätte, zu sagen, liegt nicht in meiner Möglichkeit. Für mich war es so, ich habe immer fleissig verhütet und hatte dann einmal einen Unfall gehabt und bin 22 und mit dem Studium und plötzlich bin ich schwanger und bin so, es ist jetzt für mich keine Möglichkeit und es ist nicht cool zum Abtreiben, ich würde es niemandem empfehlen. Also es ist mega schmerzhaft und auch mental, aber es ist für mich jetzt halt immer noch besser, als wenn ich jetzt da neben mir so ein Kind hätte sitzen. Vor allem
weil es auch nicht mit dem richtigen Partner gewesen wäre, was noch dazu kommt. Und auch, dass ich da ins KSW und du laufst rein und du gehst halt in den Stock von der Frauenklinik. Und in den USA ist es so, das sind ja so die gekennzeichneten Abtreibungskliniken und die Leute wissen, für was du hergehst. Und dann gibt es diese Proteste von dran und das ist mega eine Stresssituation und das ist bei uns gar nicht so, oder zumindest da in Winterthur nicht. Du läufst halt ins KSW rein und keiner weiß, für was du dort bist. Und du gehst in die Frauenklinik und es weiß immer noch niemand, für was du dort bist. Also es ist halt einfach viel sicherer und anonymer und das finde ich ist mega gut gemacht. Man tut einem Kind keinen Gefallen, wenn es in so eine schwierige Situation muss eintreten muss. Es ist ja nicht, dass man es gleichgültig macht. Oder einfach, ja, es ist einem gleich. Sondern es geht ja auch um das, was kommt. Was gibt man dem? Also ich habe schon das Gefühl, es gibt einfach Situationen, oder wo eine Frau in eine Situation kommt, wo sie absolut nicht schuld ist. Warum muss sie dann das austragen? Warum muss sie die Schuld von jemand anderem austragen? Also ich finde, es sollte nicht einfach gewonnen werden, aber eine Notlösung kann es mal sein, finde ich. Im 85 wollte ich eigentlich mit meinem Partner zusammen in Richtung Afrika wählen. Ich habe zwar die Ausbildung gerade angefangen, ja, und dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und obwohl ich mich sehr stark für die freie Abtreibung einsetze, ist es, ja, und kommt für mich jetzt, ich bin schon durch die Menopause durch, aber ist es für mich persönlich nicht in Frage gekommen. Ich bin von Freundinnen gefragt worden, ob ich mitkäme als Marsch fürs Leben. Und habe dann fast den Kiefer verloren, so gefühlsmässig. Und habe dann gesagt, so wie ich halt einfach bin, und ich will wirklich niemandem etwas Böses. Und er hat gesagt, nein, wenn, dann gehe ich ja gegen Demo. Und er hat gesagt, schau, also my body, my choice, das beinhaltet auch, es ist meine freie Entscheidung, was ich mache. Gehe ich auf diese Seite oder gehe ich auf diese Seite? Gerade so im zwischenmenschlichen Umgang, viele aus einer Männerverbindung haben gar nicht so Kontakt zu Frauen auf diese Art. Also die sind immer entweder halt dated oder es ist halt ihre Mutter, blöd gesagt. Und wenn dann das erste Mal so ein freundschaftlicher Kontakt mit Frauen entsteht, wo man sich respektiert, ich glaube, da kann man sich sowieso auch schon nur wegen dem mega viel mitgeben, weil einfach gewisse Perspektiven nicht können, also oder nicht gleich eingenommen werden können oder noch nie in Betracht gezogen worden sind. Und ich glaube gerade so eben wenn man jetzt auf Sicherheit für Frauen, was das bedeutet, zurückgeht, auf übergriffiges Verhalten. Ich glaube, viele Männer checken teilweise, also sehen die Sicht gar nicht so, wo Frauen haben, wie für sie sich das anfühlt in einem Umfeld, zum Beispiel gerade im Ausgangsumfeld, wo getrunken wird. Und das ist natürlich dann auch ein Thema, das die Leute extrem angeht, weil das ja genau das Umfeld ist, wo man sich trifft. Ich glaube, dass das auch so etwas ist, was passiert, wenn eine unsichere Situation besteht in der Welt, dass Leute sich sehr verrennen in ihren Ideen, ihren Extremen, weil sie halt auf die Unsicherheit reagieren mit «Ich will mir wenigstens sicher sein in meinen Glaubensansätzen, sage ich jetzt mal, oder in meinen Wertvorstellungen». Und dann passiert es eben, glaube ich, dass die Leute sich sehr auseinanderleben und in ihren Bubbles sozusagen bleiben, weil das einfach dann sicher ist, oder? Und man hat sonst schon so viel Unsicherheit, dass man dann sich wie sich in dem gemütlich machen und einen Ort zu haben, wo es gemütlich ist, aber man trotzdem anecken kann. Ich glaube, das ist das, was an dem es uns ein bisschen fehlt in der Gesellschaft. In der Schweiz hat man das vielleicht noch ein bisschen mehr als an anderen Orten, weil bei uns halt einfach die Demokratie schon auch etwas ist, was sehr groß geschrieben wird. Eben, man kann über ganz kleine Sachen diskutieren und über ganz grosse wieder auch.
Ja, zum Teil reden sie auch Kauderwelsch. Also irgendwelche Sprache, wo ich gemerkt habe, wow, das ist wirklich die junge Generation. Ich bin vielleicht wirklich schon älter und ich verstehe es vielleicht nicht. Aber eben, weil ich oft in diesem Lokal war, wenn sie ihre Anlässe haben oder mit ihnen am Tisch sitzen und mitsaufen, dann merke ich ihre Probleme. Und es gibt da zum Teil gar keinen grossen Unterschied. Meine Buben-Stories, sind genau die gleichen Stories wie früher auch. Der grösste Unterschied zu der Beziehung vorher, dass er mega gut im Kommunizieren ist. Also es ist wirklich beeindruckend. Also wenn ihn irgendetwas stört, was ich gemacht habe oder gesagt habe, dann am Anfang habe ich es gar nicht so wahrgenommen, aber mittlerweile merke ich es dann auch schon ein bisschen. Also er wird dann zuerst so ganz ruhig, so 10 Minuten, er geht so in sich und dann überlegt er sich, wie er jetzt das am besten sagt und was er eigentlich genau möchte sagen. Und dann kommt er und sagt halt, hey, übrigens, das vorher habe ich wegen dem und dem nicht so cool gefunden. Ich fände es schön, wenn du das anders machen würdest. Oder halt irgendwie so in die Richtung. Aber so in einer Ruhe. Und dann kann ich es auch mega gut annehmen. Eben vorher war es mehr so, wenn einem etwas gestört hat, dann ist man gerade explodiert. Und dann kann ich Kritik auch gar nicht annehmen, sondern ich mache dann auch zu. Und am besten greife ich dann auch gerade noch zurück. Also was ich immer merke und mir mega wichtig ist, man merkt, ob ein Mann einen als Frau sieht oder als Mensch. Und das ist ein mega grosser Unterschied, den ich finde, merkt man direkt bei der ersten Interaktion. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, also was mir mega wichtig ist, das klingt jetzt mega banal, aber dass mich mein Partner gern hat und schätzt als Mensch. Also wenn mein Partner nicht mit mir befreundet wäre, wenn ich ein Mann wäre und wie mich nicht unterstützen würde, wenn ich ein Mann wäre, dann sehe ich nicht, wieso ich mit dieser Person in einer Beziehung sein sollte. Also nicht meine Frau sein sollte mich ausmachen als Partner, sondern halt mein Mensch sein. Also er ist einfach eine extrem herzliche und unterstützende Person und er ist eigentlich egal, was ich mache, ist er mega stolz auf mich und er findet alles mega cool und ich auch bei ihm. Also es ist mehr so das, dass wir wirklich viel Freude haben an der anderen Person. Es wäre schön, wenn wir irgendwie alle wieder ein bisschen näher zusammenrücken in dieser ganzen Geschichte. Für mich gibt es in dem Sinne nicht so Gruppierungen bei uns in der Community. Für mich wäre es schön, wenn wir einfach allgemein wieder eine Solidarität miteinander aufbauen können. Sich selber meistens zurück. Also man ist sehr kritisch. Und ich glaube, ja. Jetzt auch die Übung, die du machen kannst, ist dir vorstellen, das, was du erreicht hast in den letzten Jahren. Also stell dir vor, eine Kollegin von dir hat das aufgebaut. Und das kannst du als Frage jetzt gerade beantworten. Was würdest du dieser Kollegin sagen? Aber wenn ich jetzt einer Kollegin sagen sollte, die das gemacht hat, dann würde ich auch sagen, du hast es super gemacht, du hast ein super Herz, du hast Leute am Herz können nehmen, nicht bei der Hand, sondern beim Herzen. Und hast Leute anstecken in einem positiven Sinn. Trotz Corona, trotz Burnout, trotz Verlust von so vielen Sachen und Schmerzen. Und es sind so viele Lektionen, die du gelernt hast. Es ist so viele Schritte, die du gemacht hast. Schau dich um und schau, wo du angekommen bist. Finde ich mega schön. Ich weiss aber auch, mein Gefühl gibt mir ein Gutes auf die Zukunft, dass meine Töchter angehen, weil ich kann ihnen wirklich etwas mitgeben, was sie stärker machen. Und das ist schon etwas mega Schönes. Was sie dann wieder damit machen, ist ihnen überlassen. Aber ich glaube, ich kann ihnen wie so den Samen geben, so, zum Erblühen. Und sie sind jetzt am Erblühen. Und ja, das finde ich mega schön. Ja. Und ich blühe auch weiterhin, wenn wir in diesem Poetrischen sind. Und ich werde nicht einfach von der Bühne weggehen, sondern wird weiterhin präsent sein. In welcher Form auch immer. Vielleicht ein bisschen wieder im Hintergrund oder wieder ein bisschen vorne. Aber irgendwann ist die Bühne frei für meine 2 starken Frauen. Ja. Eine 16-jährige Mittelschülerin leitet unseren Verein. Also, wo hast du sonst die Möglichkeit, so früh so viel Verantwortung zu übernehmen mit den Leuten im Hintergrund, die dich unterstützen? Also ich finde, es hat sehr, sehr viele Sachen, wo man sehr viel daraus ziehen kann und wo ich darum auch finde, es ist nicht etwas, was man abschaffen muss, sondern öffnen für alle Leute eigentlich. Ja.
Zum Beispiel die Präsidentin muss ja immer vor recht vielen Leuten reden und hat viele Aufgaben zu erledigen. Und es läuft auch definitiv nicht immer alles perfekt, aber das ist ja genau noch so ein Ort, wo das auch noch passieren darf, in dem Sinn, wo dann vielleicht später im Arbeitsleben nicht mehr passieren sollte. Also es ist ein bisschen eine Übungsstelle. Und man kann aber halt auch von den Eltern immer mega viel mitnehmen. Also das heisst, die jetzt noch im Gymi sind und sich jetzt vielleicht jemand für meinen Studiengang interessiert, dann kann man halt einfach auf mich zukommen und mich fragen, wie es an der Uni ist. Tendenziell kann man auch mal mitkommen in eine Vorlesung. Also man hat halt auch schon einen Ansprechpartner. Und dann später eben die jetzt dann schon ins Berufsleben einsteigen. Ja, ich glaube, da ist vieles am Kommen. Wir haben Gastronomen, wir haben Juristen an Bord, wir haben auch solche, die im Pflege, also im Pflegebereich, im Gesundheitswesen sind. Ich glaube, da bahnt sich noch etwas recht Cooles an. Und was Fiducia am ehesten der Frau gibt, ist einfach Zusammenhalt. Also ich habe jetzt halt das mit Kolleginnen gegründet, aber das hat sich jetzt schon mega verselbstständigt. Und ich freue mich darauf, so vielleicht noch in vielen Jahren beobachten, was für neue Ideen entstehen von dann jungen Leuten. Ja. Ich glaube wirklich, dass es etwas Zeitloses ist, wo man vielleicht immer ein bisschen anpassen muss an was gerade so aktuell wichtig ist für die Mitglieder. Aber für mich wäre es ein mega schöner Gedanke, wenn die Verbindung nicht nur 10, 20, 30, sondern über 100 Jahre weiter bestehen kann. Das Motto bei der Fiducia ist «Vivat Crescat Floreat», das heisst «Lebe, blühe, gedeihe».